Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Grundrezept für einen Tortenboden. Dafür als erstes einen gehäuften Teelöffel Backpulver mit 125 Gramm Weizenmehl vermischen, kurz zur Seite stellen. Anschließend 3 mittelgroße Eier sowie 100 Gramm Zucker in eine Rührschüssel geben. Eier und Zucker jetzt mit einem Mixer für 2 bis 3 Minuten verquirlen und richtig schön schaumig schlagen. Wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten dazu: das Mehl-Backpulver-Gemisch, außerdem 75 Gramm geschmolzene Butter, die habe ich auf der niedrigsten Stufe auf dem Herd schmelzen lassen. Mehl und Butter mit einem Schneebesen vorsichtig unter die Eimasse heben, bis daraus ein schöner zähflüssiger Teig entstanden ist. Und so können wir den Teig abbacken. Dafür eine 28er Tortenbodenform gut mit Butter einfetten, anschließend gut mit Mehl ausstreuen. So vorbereitet können wir den Teig in die Form gießen, gleichmäßig darin verstreichen und jetzt geht es ab damit in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 Minuten, bis der Tortenboden schön aufgegangen ist und eine goldbraune Oberfläche hat. Den fertigen Tortenboden jetzt aus dem Ofen holen, kurz abkühlen lassen, dann vorsichtig auf ein Gitter stürzen, die Backform abnehmen und so sieht der fertige Tortenboden dann aus. Jetzt können wir den Obstboden nach Lust und Laune belegen, entweder klassisch mit Früchten und Tortenguss oder ihr kocht euch, wie ich, einen Vanillepudding, auf dem Boden verstreichen, Erdbeeren in den Pudding drücken, dann noch etwas gehackte weiße Schokolade für die Garnitur und so könnt ihr den Erdbeerboden dann servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.